Wir haben uns jetzt spontan umentschieden, weil das so heiß ist. Wir machen mit den Rohren nicht weiter, weil das zu anstrengend ist. Aber das ist zu anstrengend, ja, weil so. das jetzt so zu zeitaufwendig wäre. Ich habe keinen Bock mehr lange zu arbeiten. Deswegen haben wir gesagt, machen wir jetzt eben hier noch den Unterverteilungskasten dran und so ein paar Kleinigkeiten, vielleicht die Steckdosen noch und dann ist Feierabend, weil es so schwül. Genau, ich wollte gerade sagen, es ist sehr schwül. Da habe ich keine Lust zu arbeiten. So, Unterputzkasten oder Unterverteilungskasten. Da haben wir uns diesmal hier natürlich für Aufputz entschieden, weil in die Wand einbauen ist ja schlecht. Und wir haben einen hier mit 8 Steckplätzen. Vorsichtshalber, wir brauchen ja jetzt wahrscheinlich nicht so viele, aber wir haben auf jeden Fall 8. Ja, der FI-Schalter alleine braucht ja schon 2 Plätze. Okay. Dann die Waschmaschine nochmal einzeln absichern. Dann will man vielleicht draußen noch irgendwie ein Licht haben, eine Steckdose haben. Da kann ein Platz mehr oder weniger nicht schaden. Ist dann immer leichter, einen zu viel zu haben, als nachher dann nachzuinstallieren. Ich werde den jetzt hier einfach festmachen, ungefähr auf einer Höhe, wo ich meine, dass mir das gut in den Kram passt. Wasserwaage halt drauf. Über der Waschmaschine, das stört er dann so oder so nicht. Da gibt es sicherlich irgendwelche Normhöhen. Wenn ich Lust habe, gucke ich mal im Internet und blende euch die ein. Aber wir sind nicht in Deutschland, deswegen können wir uns das hier so oder so machen, wie wir wollen. Ja, wir gönnen uns den Luxus, bei so einem Scheißwetter nicht zu arbeiten. Aber was heißt nicht zu arbeiten? Wir haben ja drin auch noch was zu tun. Immer. Ja, heute Morgen war das Wetter auch nicht so schwül. Nee. Also heute Morgen war das echt noch eigentlich angenehm und irgendwie ist jetzt absolut schwül geworden. Man hat es ja gerade geschüttet, das waren vielleicht 20 Tropfen über uns. Welche würde das? So ungefähr. Dann mache ich dann auch einfach nur hier mit den Blechschrauben fest. Haben wir im anderen Haus auch schon gemacht, das reicht dann grob wie eine Waage. Bei dir grob in der Waage, genau. Das ist jetzt halt ein bisschen verzogen, jetzt ist das schon nur noch grob in der Waage. Ja, das war ja nicht von dir geplant. Sagen wir unseren Gästen, kommt mal mit der Wasserwaage vorbei und messt mal da an dem Stromkasten nach. Der ist nicht ganz in der Waage. Genau. Naja. Jetzt ist er zumindest da in den Strichen. Das läuft ey. Bei dem Wetter hat man noch nicht so die Geduld, ja. Ja, wir ja sowieso nicht. Ich sowieso nicht. Geduld ist ja jetzt nicht so meine Stärke. Donner? Haben die nicht sogar, wenn du da guckst, wie schwarz das da ist, deswegen ist er da so schwül. Ja. Entweder weiß es gerade Donner oder unsere Nachbarin im Zaun. So. Das kann auch. Aber das hört sich ähnlich an. Ja, man kann die Sachen ausbringen. Jetzt haben wir hier noch so einen FI-Schutzschalter. Den bauen wir da mal ein. Den stecken wir jetzt erstmal nur hier drauf. Ganze Verkabelung und so, das können wir dann mal gerne die Tage zusammen. Wird der jetzt einfach nur so da drauf geklipst, oder? Der wird jetzt hier nur, ja, der hat ja hier diesen, damit klipst er sich so ein und damit kannst du ihn nachher lösen. Wenn er da drauf ist, muss man mit dem Schraubenzieher da unten einmal rein, aber der wird jetzt einfach nur halt oben erstmal hier in diese Hutschiene da oder wie die heißt reingesetzt und da einfach nur reingeklickt und jetzt ist der schon. Das war hier so neugierig, dass ich das glaube ich gar nicht richtig auf der Kamera habe, aber ich habe es nachher nochmal gehört. Wir können ja später, wenn wir hier noch Sicherungen einsetzen, dann können wir halt ja nochmal nach. Wenn wir dran denken. Wenn wir dran denken. Ja, das donnert. Deswegen, wir packen jetzt zusammen. Ja. Und machen nichts mehr. Hier, ihr seht ja, ich bin klatschnass, ja. Heute geht's an die Elektroinstallation. Hier in unserer kleinen Sauna. Wir haben ja letztes Mal schon den Verteilerkasten dran gemacht. War letztes Mal schon? Ich meine, das war letztes Mal schon. Und ja, Sarah hat jetzt hier die Aufgabe. Das Kabel rübergezogen. Genau, ich habe das Kabel schon reingelegt und Sarah hat jetzt die Aufgabe hier, die Kabelkanäle da dran zu machen. Ich habe hier das mal so abgeschnitten, einfach nur mit dem Cuttermesser, damit ich hier besser um die Kurve komme. Das zeige ich euch einmal. Weil so kann ich hier quasi, wenn ich das jetzt so rumnehme, nee, geht gar nicht. So. Ja, man und dann bis über das Loch. Genau, über das Loch und dann da reinschalten. Dann habe ich hier gemessen, der ungefähr Außenmaß von dem Kanal runter. Und dann schneide ich das jetzt erstmal ab. Den Deckel lasse ich noch unberührt,
Bei dem muss ich gleich noch umklappen. Ja, dann haben wir da schon mal, und dann haben wir hier schon mal so eine Dose dran gemacht. Und ja, über dem Waschbecken haben wir auch noch mal eine Dose dran gemacht für Steckdose. Hier, das wird Waschmaschinensteckdose und Lichtschalter in einem, weil wir gesagt haben, komm, da sparen wir uns den. Soll ja spartanisch eingerichtet sein. Ja, ansonsten, weiß ich gar nicht, ob wir schon gezeigt haben. Hier haben wir schon die Löcher vorbereitet für den Anschluss vom Waschbecken. Mit der Dusche, da sind wir noch nicht so weit. Ich würde das Ganze mit der Flex schneiden. Sarah meint aber, sie hat... Nein, ich meinte, die gehen mit. Achso, die kleinen kann man ganz gut mit der Cuttermesser schneiden. Mit der Cuttermesser. Mit dem Cuttermesser schneiden und sie versucht das jetzt hier eigentlich auch mal in dem großen. Das ging notdürftig auch. Wenn nicht, muss ich gleich die Flex holen. Die Kabelwege sind jetzt fertig und dementsprechend können wir dann jetzt bald an die Verlegung gehen. Wir haben ja vorhin schon gesagt, ist nicht viel. Und hier oben nochmal für die Lampe. Ist nicht viel, ist jetzt auch nicht unbedingt schön, aber ja, später geht es dann an die Unterverteilung. Kampf mit Fliegen und der Hitze. Bei unserem Badezimmerprojekt haben wir ja so ein bisschen geschlampt mit dem Film. Deswegen nehme ich euch heute mal mit hier rein und einen kleinen Zwischenstand. Hier haben wir schon mal das Waschbecken halbwegs installiert, also dieses Abflusssiphon-Dingen. Hier steht jetzt schon der Sockel. Der Sockel ist natürlich hier wieder so eine Sache, wo ich Begeisterung für aufbringen kann. Denn da unten ist das Loch zur Befestigung. Und wenn man das Ganze jetzt hier so hinstellt, sieht man, das liegt nicht an der Kamera, man kann den einfach nicht mehr sehen. Das Abflussrohr ist dann auch davor. Klar hätte man jetzt noch ein bisschen weiter da zur Wand machen können, aber da hätte man sich so oder so einen abgebrochen. Ja, es heißt, Sarah hat mal wieder ihr geliebtes Wassereis. Hier ist Abfluss für die Toilette. Da hat Sarah jetzt hier schon angezeichnet, werde ich gleich bohren. Die Elektrik, weiß ich gar nicht, ob ich die schon gezeigt habe. Das habe ich jetzt mal so verdrahtet. Hier Wasserleitung ist der Wasserhahn für die Waschmaschine schon da, Steckdose, Lichtschalter. Ja, Lampe ist fast da, muss auch nur noch angeklemmt werden. Ja, die liegt schon da. Da ist auch nochmal Steckdosen für am Waschtisch, wenn man sich da die Haare föhnt. Wasseranschluss für die Toilette. Außen ist auch alles mit Wasseranschluss schon fertig und dann würde ich sagen, wir zeigen euch dann den nächsten Stand der Dinge, wenn es wieder mal einen Fortschritt gegeben hat. Ja, ich bin ein bisschen langsam. Sarah ist sehr böse mit mir mit dem Projekt. Zu Recht. Was ist hier jetzt alles passiert? Wir haben die Waschmaschine hier reingestellt, gerade eben. Die ist jetzt hier drin. Und gestern haben wir noch hier Wasser angemacht. Aktuell erstmal nur Kaltwasser, Warmwasser können wir auch noch aufdrehen, aber muss ja nicht. Hier ist ja noch mit Blindstopfen zu, hier soll ja die Dusche hin. Ja, Klo funktioniert auch, einsatzfähig, könnte man jetzt hier benutzen. Gleich machen wir noch die Lampe dran. Lichtschalter ist ja schon da, aber vorher gehen wir jetzt hier noch an die Waschmaschine, die hat soweit Wasser, Strom, Anschluss hat sie schon. Aber jetzt geht es hier an die Abwasserleitung. Da ist aktuell, wenn Sarah da mal näher ranfilmt, schon dabei, noch so eine Blindkappe drauf. Die ist einfach nur hier so drauf gesteckt. Die steckt man da übers Rohr. Da gibt es sicherlich auch passende Anschlussstücke. In Deutschland weiß ich, dass es das auf jeden Fall gibt. Hier gibt es die wahrscheinlich auch. Man muss sie nur suchen, haben wir aber keine Lust und keine Zeit für. Und deswegen werden wir uns hier jetzt einfach ein Loch einbohren. Und dafür gehen wir mal hier raus. Ja, natürlich. immer mit dabei. Kommen hier wieder. Dafür kommen wieder hier die Kronbohrer ins Spiel. Da kann man gleich schön reinbohren. Jetzt würde ich normalerweise hier den
Akkuschrauber nehmen. Der hat sich aber verabschiedet letztens, als wir den Türrahmen hier gemacht haben. Ich weiß gar nicht, ob wir das gefilmt haben. Müssen wir auch nochmal filmen. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall stimmt, das war ist da wahrscheinlich irgendwie diese Rutschkupplung gebrochen. War ja klar. Ja, also der ist Schrott. Den würden wir nicht normal kaufen. Und der hier ist sowieso Schrott. Habe ich in einem anderen Video ja schon mal erklärt. Den kann man hier eigentlich sogar auf Schlag einstellen. Was ja erstmal gut ist, aber jetzt kann man hier mittlerweile drehen und wenden, wie man möchte. Der hat immer Schlag. Aber seit kurz nachdem wir den gekauft haben. Ja, der ging ziemlich schnell kaputt. Der Akku hält hier auch gar nicht so lange. Mit dem anderen waren wir immer sehr zufrieden bis jetzt, aber ja, dadurch, dass der auch kaputt ist, werden wir wohl irgendwo dann doch teurere kaufen müssen, also richtige Markengeräte. Obwohl hier auch Marken draufstehen, aber das heißt hier nicht. Die sind dann meistens irgendwo in China produziert, keine Ahnung, oder Brasilien oder sonst wo, irgendwie nicht auch so in Deutschland ist das China-Produktion, aber es wird fürs Europäische. Genau, das ist irgendwie was anderes, wenn ihr das für Europa produzieren oder hier für Südamerika. Also wenn ihr überlegt und nach Paraguay auswandern wollt und in Deutschland gutes Werkzeug habt, dann nimmt das alles mit. Klar kann man das hier kaufen, da stehen auch meist bekannte Markennamen drauf, aber irgendwie haben wir da nur schlechte Erfahrungen mitgemacht. Entweder weil wir die falsch bedienen oder weil wir einfach zu doof sind oder weil doch der Produktionsstandort da ein Grund ist. Wir haben für uns den Schluss gezogen, dass wir unser Werkzeug dann entweder uns aus Deutschland schicken lassen oder hier halt dann jetzt in Zukunft auf teure Markengeräte sind, die in Amerika produziert wurden oder so. Also da müssen wir genauer hingucken. Aber da kannst du besser mehr bezahlen, als wenn du hier dich nur rumärgerst und die Sachen nachher wegschmeißen musst. Ja, jetzt achtet drauf, hier ist mit Schlag drin. Der Simmer bleibt liegen. Ja, Simmer bleibt liegen. Der ist eigentlich sonst noch ein bisschen schreckhaft. So, jetzt habe ich mir einfach mal vorgebohrt. Ich nehme, wenn ich in Plastik bohre, immer so einen Holzbohrer. Der hat da nämlich vorne so eine Spitze. Die Kamerafrau ist wieder abgelenkt. Der hat vorne so eine Spitze. Da könnt ihr da besser mit reinstechen und ja, braucht ihr nicht Körn oder wie auch immer, keine Ahnung. Ja, und jetzt hier den Kronbohrer. Das ist jetzt auch nicht ganz mittig. Man hätte jetzt hier noch Diagonalen anreißen können, aber... Jetzt ist er weg. Jetzt muss man natürlich gucken. Da vorne ist das Gummiding. Weiter. Ja, ich muss mal hier wechseln. So, jetzt schauen wir mal, ob ich schon zu tief gebohrt habe. Nein, eine Stufe weiter. Kamelle! Seht ihr, was ich meine? Seht ihr, was ich meine? Durch das Rappeln rappelt sich das Spannfutter los. Und ihr könnt nicht vernünftig damit arbeiten. Also, ich lese ja oft in den Telegram-Gruppen, ja, kannst du alles hier kaufen. Sicher geht. Kannst du alles hier kaufen, haben wir gemacht. Wer das machen möchte, soll das machen. Wir haben nur schlechte Erfahrungen gemacht. Also können wir nur abraten. Wenn andere gute Erfahrungen gemacht haben, na dann. Aber in unseren Videos könnt ihr das ja auch sehen. So, passt. Da mache ich aber auch noch Silikon drum. Passt, genau. Da kann Sarah dann noch Silikon drum machen. Aber das ist eigentlich schon relativ fest drin. Wir können das aber auch versuchen, ganz durchzudrücken. Nein. So. Und jetzt stopfen wir den dann noch oben drauf. Und Sarah kann das ganze Ergebnis da vorne noch zeigen. Nicht mich, das Ergebnis. Du standest auf dem Weg. Yippie. Sehr geil. Ja, dann gehen wir jetzt an die Lampe. Die könnte jetzt so schnell installiert sein. Einfach die Kabel da in die Vago klemmen rein. Aber da wollte jemand den ganz kleinen Kabelkanal aus optischen Gründen haben. Der hätte auch nicht gereicht, der Größe. Und ja, selbst der hätte nicht gereicht. Und deswegen müssen wir jetzt hingehen und das löten. Ja, die sind ja schon hässlich genug, die Dinger. Ja, das ist schon hässlich genug. Aber ja, Sarah muss mir da beim Löten gleich ein bisschen zur Hand gehen. Sein. Und ja, wir müssen dann noch kürzen und. Und deswegen können wir euch dann gleich nur das Ergebnis zeigen. Genau. Bis gleich. Bis gleich. Die sind jetzt schon verlötet. Die zwei kleinen Schrumpfschläuche hier auf die einzelnen Adern habe ich auch schon drauf gemacht und geschrumpft. Jetzt müssen wir nur noch den bisschen größeren darüber kriegen. Das ist natürlich jetzt so eine Sache und Vorführeffekt geht natürlich nicht. Ja, weil ich natürlich mit Schrumpfschlauch hier nicht so gesegnet bin, wie ich das gerne wäre.
Ich habe es befürchtet. Funktioniert dann natürlich nicht. Naja, ich mache dann noch ein bisschen Isolierband drum, damit die Lötstelle ein bisschen entlastet ist. Und da ist ja eh keine Last drauf eigentlich. Naja, ich habe nämlich nur noch eine Nummer viel größer, den Schrumpfschlauch. Und dementsprechend hätte es klappen können, hat leider nicht geklappt. Aber macht nichts, dann kommt halt Isolierband drum. Mag ich jetzt persönlich nicht so sehr. Aber dadurch, dass ja vorher schon Schrumpfschlauch drauf ist, auf den einzelnen Adern, geht das schon. So. So. Sieht ja eh keiner, ist im Kabelkanal, da ist ja, wird ja auch so nichts passieren. Da hätte auch gereicht, nur mit den 2 Schrumpfschläuchchen da drauf sicherlich. Aber viel hilft viel. So, jetzt kann Sarah zusehen, wie sie das hier alles so ein bisschen nachher reingequetscht kriegt. Oh, das krieg ich schon. Ich habe natürlich ein bisschen Spiel habe ich gelassen. Ja, das ist auch ein Kabelkanal, Leute. Klar, optisch, ne, sieht der Kleine umso besser aus. Ich weiß es doch mittlerweile. Egal. So, das ist keine Arbeit für mich, das darf ich nicht machen, sonst ist das Badezimmer gleich schon wieder Geschichte. So. Übergebe an Sarah. Oder besser heute gesagt, bist du sehr ruhig. Besser gesagt, ja, heute bin ich noch ruhig, ja. Aber hier haben wir noch nicht viel gemacht. So, jetzt schalten wir mal die Sicherung ein und Hey! Zumindest ist mir ein Lichtlein aufgegangen. Und noch zur Erklärung, geh mal da aus dem Bild, dass ihr besser zeigen könnt. Wenn man reinkommt, haben wir die weiter hinten gemacht, weil da die Dusche ist. Da quasi. Dass man in der Dusche auch Licht hat. Weil viele haben das halt auch, die haben das Licht so mittig im Raum und dann ist man in der Dusche und dann sieht man nichts mehr. Haben wir auch, wir haben auch in der Dusche quasi noch eine Lampe drin und das ist super. Und so sieht man halt am Spiegel und wir brauchen noch einen Spiegel, genau. Man muss halt gucken, Dusche was. Man muss ja halt gucken, wo brauche ich das Licht in meinem Badezimmer? Ja. Auf dem Klo? Naja, je nachdem, die meisten lesen keine Zeitung mehr, sondern Handy, da braucht man kein Licht unbedingt. Man braucht hier am Waschbecken Licht, man braucht in der Dusche Licht. Und wenn man jetzt hier mit so wenig Licht wie möglich auskommen möchte, deswegen das Licht ein bisschen in die Richtung. Man muss aber bedenken, da kommt noch ein Fenster hin. Genau, hier kommt noch ein Fenster hin, das liegt da, aber also, das ist ein anderes Ding. Wie oft man hier Licht braucht, ist ja so eine Frage dann. Ich werde jetzt noch hier Sarah zufriedenstellen und die Abdeckung von... Ja, dem Stromkasten. Von dem Stromkasten, falls ich jemals wieder diese Schräubchen wiederfinden werde. Ja, du hast ja den Müll da reingepackt, kann sein, dass sie da waren. Wie war das? Wie war das? Kommt ja nichts weg, ja. Nein, bei uns kommt nichts weg. Nein. Im unordentlichsten Haushalt findet sich's doch noch. Aber jetzt habe ich natürlich keinen Schraubenzieher hier, würde ich fast behaupten. Da kannst du ja erstmal Nee, da kann ich nicht handfest, da komme ich ja nicht dran. Ich hole mal einen Schraubenzieher. Die sind hier nicht verschiebbar, hier diese Abdeckung. Die Abdeckung war jetzt nicht dabei, die habe ich noch von einem anderen Stromkasten, Unterverteilungskasten. Da ist, das müssen wir jetzt hier erstmal so ein bisschen so machen. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, wir haben hier nochmal ein FI im Badezimmer. Wir haben aber eigentlich von der Unterverteilung, wo jetzt wo das Badezimmer angeschlossen ist, ist eigentlich auch nochmal ein Gesamt-FI drin. Also sollte relativ sicher sein. Nur nicht unter die Waschmaschine. Das ist wieder alles hier. Dann musst du die wieder wegpacken. Für meine Fingerchen, ja. Ich weiß auch gar nicht, ob das die richtigen Dinger sind, weil hier sind irgendwie so Blindkappen mal dabei, die passen ja da gar nicht drauf. Also, naja, egal, aber auf jeden Fall sind das Schrauben, die da reinpassen. 4 Stück? Ne, ist nur eine. Nur 4 Stück. Ha. Ja, zu der Dusche kann es gleich mit dem Lästern weitergehen. Also, ich hätte es im Laden auspacken sollen und sagen sollen, die sollen zurückschicken. Ja gut, die sagten ja, es wäre alles dabei, ne? Ja, normalerweise, wenn man billige China-Zeug kauft, sind da irgendwelche Füße, die man auch so ein bisschen ausrichten kann dabei. Ist hier nicht. Dann kommt noch dazu, dass diese Wanne, man sieht es jetzt nicht, so ein bisschen gewölbt ist. Und zwar... Kann man euch mal zeigen, wenn die steht. Wenn die mal steht, also da ist wie so ein Bogen drauf, wie so ein Berg drin. Deswegen müssen wir das mit Styropor oder so unterfüttern. Also das wird nochmal ein echtes Projekt. Und zum Preis muss man sagen, hat über 700.000 gekostet, also gut 100 Euro.
Und wenn man da Vergleichbares in Deutschland mal guckt, ich kann das mal machen und dann schaue ich mal, wenn aus Interesse halber auch, was hätte mich das in Deutschland gekostet, wäre sicherlich billiger gewesen und von besserer Qualität. Ja, tut mir leid, dass ich halt immer sagen muss, taucht nichts. Wir hatten ja auch eine gehabt, die wollten wir erst nehmen, auch mit Füßen, mit allem, nur die war 80 mal 20 oder so, ne? Ja, die wäre zu groß gewesen. Im Endeffekt wäre immer besser die genommen, aber gut. So, das Ding versuche ich jetzt hier einfach mal reinzuklippen. Das sollte passen, auch wenn das jetzt nicht von dieser Unterverteilung ist. Dann ist da so ein bisschen die Lücke geschlossen. Ja, wackelt ein bisschen, aber da geht ja auch so keiner dran. Nee, da kommt kein Silikon dran. So. Stromeinrichtung abgeschlossen. Fertig. Ja, seht ihr? Da haben wir gerade auch schon benutzt, das funktioniert auch. Das hinten haben wir auch schon benutzt, funktioniert auch.